Hallo ihr Lieben zusammen, wir gucken in die Energie des Neumondes und ich bin gespannt, was wir hier für ein Thema kriegen. Uiuiui, das sind mir hier zu viele. Ja, das ist schon mal genial. Hier ist der Ausgangspunkt so, dass unsere Arbeit uns Früchte bringt, dass wir uns neue Türen öffnen können, dass sich irgendwo ein Erfolg einstellt, der dann auch wieder verbindliche Zeit beinhaltet, also einen längeren Zeitraum des Wirkens, kein kleines Glück, sondern etwas, wo man sich langfristig neue Türen eröffnet. Das kann für viele mit dem Bereich Arbeit zu tun haben oder auch mit den Themen, an denen ihr arbeitet. Etwas lohnt sich, etwas wird auf längere Frist stabil bleiben. Vielleicht auch eine Möglichkeit im beruflichen Bereich, sich eine ganz neue Tür zu öffnen. Und zwar auch genau da, wo man lange jetzt kein Vorankommen hatte oder wo sich Dinge im Kreis gedreht haben, wo irgendein Mangel war, wo die Situation einen eher erschöpft hat als aufgetankt. Auf der unterbewussten Ebene kann das auch sein, dass wir hier von Beziehungsarbeit sprechen. Ne? Wir haben hier den Ring. Es kann ja natürlich tatsächlich auch sein, dass du dich im Beziehungsbereich, im verbindlichen Bereich zu einer Person, die hier eine neue Tür eröffnet, oder du einfach spürst, dass sich die Arbeit an den Dingen der Beziehung für dich gelohnt hat. Das ist so wie der Ausgleich eines gewissen Mangels, der Durchbruch eines Kreislaufs. Es geht um das Vertrauen, das man ins Leben hat. Es geht auch um, ja, da wo du sagst, hier werde ich nicht richtig gesehen, hier nimmt man mich nicht so wahr, wie ich bin, hier entdeckt man nicht mein ganzes Potenzial. Wenn es bei dir um den Arbeitsbereich geht, kann es mit einem Vorgesetzten zu tun haben. Wenn es um ein Beziehungsthema geht, kann es mit der Vergangenheit zu tun haben. Eine Situation, wo man auch so vielleicht ein bisschen, wie nennt sich denn das, die Größe misst, also bewertet wird auf dessen, was man an Widerstand auch mitbringt, oder wo man sagt, hier ist die gute Grenze, das lasse ich mit mir nicht machen. Und das scheint mir hier ein guter Ausgangspunkt zu sein. Kräfte messen heißt es, nicht Größe messen, ne? An dem du hier auch für dich einstehst und eine Wende reinkriegst. Kann ja auch sein, dass es eine Situation ist, die dich stark im Vertrauen gebeutelt hat oder wo du immer wieder in dieses Ding kamst, ist es der richtige Weg. Wenn ich einen Fuß aus dem Hamsterrad nehme, oder muss ich mal weitermachen, im Vertrauen bleiben und dann gucken, wie geht es mir später damit und dann entscheiden. Ne? Hier sieht es eher so aus, als hättest du längerfristig etwas gemacht oder eine Mühle getreten, an den Dingen gearbeitet. Und jetzt haben wir hier für die nähere Zukunft den Turm. Das heißt, du kannst auch Distanz aufnehmen, ja. Wenn du hier auf der selbstständigen Schiene arbeitest, zeigt sich hier auch so eine Art, ich mache alleine weiter, unabhängig. Es kann auch sein, es kann sein bei einigen, dass ihr die für irgendeine Situation, die euch hier eine neue Tür öffnet, Ämter oder Behörden mit einbezogen habt, oder dass ihr einfach eine trennende Situation überwindet im partnerschaftlichen Bereich und euch da
ja, gut aus einer Situation rausschälen könnt, wo ihr euch distanziert gefühlt habt, wo ihr in der Vergangenheit gelebt habt, anstatt im Jetzt. Man steht sich hier manchmal selbst im Weg, aber die Situation, die sich hier als Hindernis zeigt, die liegt in deinem eigenen Haus drin. Also möglicherweise hättest du reagieren können zu einem früheren Zeitpunkt, aber das hat sich für dich nicht gut angefühlt oder falsch sogar angefühlt, oder du hast gedacht, ich mache jetzt mal weiter, um eben diesen Punkt, den ich vorher genannt habe. Es ist ja auch nicht immer gut, gleich wegzurennen oder etwas zu beschneiden, denn es holt einen dann nachher meist nochmal ein. Und da hattest du vielleicht sehr viele Zweifel, ne? Vielleicht auch Zweifel für deine eigene Unabhängigkeit irgendwo. Dir das selber nicht zugemutet. Und dann ist es meistens so, dass das Schicksal die Schlagzahl erhöht. Und es wird dann so unangenehm, dass man auch die größten Zweifel über Bord wirft. Es kann sein, dass es hier auch so ein bisschen Stress gab oder Stress gibt. Das mag innere Unruhe sein, das mögen Situationen sein, wo dir viele Leute reinquatschen, wo diskutiert wird, wo eine Beratung stattfindet. Mach doch dies, mach doch das du gar nicht brauchst, weil du erntest hier die Früchte deines eigenen Tuns und du überwindest deine eigenen Zweifel. Das kann dir keiner sagen, wie es für dich möglich ist. Natürlich auch zugleich eine Aufforderung, ne? Lass das nicht so an dich ran, wie andere deine Situation beurteilen. Ja, und hier nimmt etwas Fahrt auf, ne? Du bestimmst, in welche Richtung dein Pferd läuft. Du nimmst die Zügel in die Hand. Es geht um Nachrichtenaustausch, vielleicht auch um Verträge, Zusagen, Verbindlichkeiten, Papiere, die irgendwo über den Tisch gehen, Kommunikation. Und das Endprodukt, das sind hier die Lilien und der Neubeginn. Also hier kannst du tatsächlich etwas konstruieren für dich selbst, wo du einen Kampf aufhörst zu kämpfen, wo du sogar ein Familienthema über den Beruf gespiegelt gekriegt hast, das dir an den Hacken klebt sozusagen, ne? Wo du dich immer wieder auch blockiert gefühlt hast oder unsicher, und da jetzt in die Unabhängigkeit zu gehen. Es ist egal in welchem Bereich, hier zeigt sich beides, ne? Hier kriegst du über den Beruf etwas aus deinen Beziehungsthemen gespiegelt und somit die Hindernisse, die dir irgendwo einen Mangel bringen, ein unausgefülltes Dasein. Vielleicht auch die Situation, dass sich lange nichts Interessantes für dich geboten hat, oder das ist hier auch so eine Situation, wo ich denke, naja, man macht halt rum, aber man fühlt sich nicht wohl dabei, ne? Man macht mit dem Gedanken rum, was zu verändern, aber auch da fühlt man sich nicht wohl dabei. Und hier erntest du eben die Früchte deiner Arbeit, weil du irgendeinen Schritt machst in eine Richtung und dich auch unbeirrbar da fortbewegst, ne? Was kriegen wir als Thema noch mit für den Neumond? Auf jeden Fall hier als zentrales Thema, sich eine berufliche Tür zu eröffnen, sich eine neue Tür im Beziehungsleben zu eröffnen. Auch da wieder wegzugehen, wo man eben schon spürt, dass man nicht richtig ist, ne?
Okay, hier haben wir erstens das Unwetter mit dem Chaos und unten am Deck war noch die Biene mit dem Thema Wohlstand. Das ist das, was ich hier so hatte, dass sich da zeigt, dass sich irgendetwas reinigt, ein Gewitter, das die Luft reinigt, etwas, was erstmal aufgewirbelt wird, damit man auch in die Aktion geht. Denn bei manchen oder bei mir ist es manchmal auch so, wenn du nicht gezwungen wirst von irgendwoher, dann bleibt man halt auch mal lieber in der bequemen Zone drin. Also hier wird definitiv etwas aufgewirbelt. Wir haben ja hier auch die Unruhe, das Genervtsein, das Flatterhafte um einen rum. Und man kann hier nicht unterdrücken, dass man spürt, dass etwas nicht stimmig ist. Und es geht darum, die Ruhe auch zu finden, trotzdem, was um einen rum passiert. Möglicherweise ist das Leben auch ein bisschen voller Langeweile, so dieses, was ich hier meinte mit, du machst halt irgendwas, aber es ist nicht richtig erfüllend. Auch da werden wir dann hochgerüttelt. Und es entsteht einfach in der Neumondphase die Möglichkeit, Dinge auf andere Weise anzugehen, eingefahrene Abläufe zu verändern, vielleicht auch bewusst mal etwas zu tun, das man sonst ganz anders macht. Ne? Einen Weg zu gehen, den man immer gleich wählt, bringt halt auch keine Bereicherung. Ja, und das ist auch wieder sehr bezeichnend, denn in der eigenen Sicht haben wir hier den Berg drin und hier geht es tatsächlich auf der Karte drum, überkommene Denkweisen oder auferlegte Blockaden über Bord zu werfen, Mauern einreißen zu lassen und etwas Unerwartetes auch zu tun, für etwas Fahrt aufzunehmen, wo man vorher gedacht hat, ach, die Zweifel sind zu groß und wo endet es dann wieder. Mit der Biene hier unten haben wir natürlich genau das Gegensätzliche. Da haben wir den Wohlstand, da geht es uns gut. Und hier kommt eine süße Energie, ne, mit dem Honig, die Fülle. Und da, wo man unorganisiert oder so war oder nichts erreicht hat für sich selber, wo man gedacht hat, naja, ich mache halt so rum, aber es passiert nichts. Genau in diese Bereiche kommen hier Ergebnisse oder man setzt die Priorität wieder darauf, dass Anstrengungen, die man sich hier erarbeitet hat, auch wieder belohnt werden. Natürlich ist die Biene emsig, das heißt, wir kriegen es hier auch nicht geschenkt. Möglicherweise muss man sich auch mit anderen zusammentun, um ein besseres Ergebnis zu kriegen. Aber es geht halt auch darum, mit Tatkraft die Dinge zu verändern. Und auch an sich zu glauben, dass man hier wieder was Positives ins Leben bringen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Vollmondphase, Neumondphase. Ich drücke euch, bis bald.